Heute sind wir im Bereich der Logistik und im Speditionswesen unterwegs. Ein Unternehmen aus dem Teilladungsverkehr in den USA mit dem Namen Old Dominion Freight Line nehmen wir näher unter die Lupe. Ob diese Aktie vielleicht in schweren Zeiten eine sichere Bank in meinem Portfolio sein könnte, das erfahrt ihr hier. Old Dominion Freight Line ist ein amerikanisches LTL-Unternehmen. LTL steht für Less Than Truckload Shipping, zu Deutsch Teilladungsverkehr. Bei einer Teilladung handelt es sich um Ladungen, die für sich genommen die Nutzlast eines Transportmittels nicht ausschöpfen würden und die aus Gründen der Rentabilität zusammen mit anderen ebenfalls kleineren Ladungen transportiert werden. Mit anderen Worten, ihr schmeißt verschiedene Waren aus verschiedenen Absendern oder von verschiedenen Absendern in einen Container oder in einen LKW und fahrt ihn durch die Gegend und habt nicht nur eine Fracht drin. Es lohnt sich ja deutlich mehr, einen Container oder in diesem Fall einen LKW mit verschiedenen Sendungen, großen und kleinen Paketen zu füllen, als seine Kapazität nicht voll auszuschöpfen und Platz zu verschenken und dann eben halb leer zu fahren. Grundsätzlich ist es bei den meisten Transportaufträgen möglich, Teilladungen zusammenzufassen. Eine gründliche Planung ist jedoch in jedem Fall Voraussetzung und diese kann im Zweifelsfall aufwendig sein. Es gibt größere Liegezeiten und die Koordination ist halt größer, was die Kosten hierfür nach oben treibt. Gelingt es einem Transportunternehmen wie zum Beispiel ODFL, die Aufträge bestmöglich miteinander zu kombinieren und Optimierungspotenziale hier auszunutzen, ergeben sich für diese Unternehmen natürlich Preisvorteile gegenüber der Konkurrenz. Transportunternehmen können sich also gezielt auf diese LTL-Ladungen konzentrieren, um hier gezielt effizientere Lösungen zu entwickeln. Wie ODFL hier im Vergleich zur Konkurrenz steht, schauen wir uns gleich an. Abzugrenzen ist der Teilladungsverkehr vom Komplettladungsverkehr, in dessen Rahmen eben Sendungen transportiert werden, die den Frachtraum des Transportmittels, also LKW zum Beispiel, oder des Transportbehälters, Container, vollständig ausfüllen. Zum Beispiel ein Pool oder größere Möbel werden häufig als Komplettladung geliefert. Die Vorteile von solchen Komplettladungen sind natürlich die höhere Geschwindigkeit, die Verladung geht schneller, weil es eben keine Zusammenfassung von Teillieferungen erfordert. Es gibt keine Umwege auf dem Transportweg und auch keine Zwischenstopps. Old Dominion Freight Line bietet im Kern vor allem regionale, interregionale und nationale LTL-Services in den USA an. Zusätzlich zu diesem Kerngeschäft bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, darunter zum Beispiel auch Boden- und Lufttransport, Beratung in der Lieferkette, Transportmanagement, Vermittlung von Lkw-Ladungen, Containerlieferungen, Lagerungen sowie Umzugsdienste für Haushalte. Generell und national steht aber das Thema LTL im Fokus. Zu den globalen Angeboten gehören dann auch Komplettladungen und Teilladungen im Containerbereich für die Karibik, Europa, dem Fernen Osten, Mittelamerika und Südamerika. Der Markt für Teilladungsverkehr in den USA, wo das Kerngeschäft von Old Dominion liegt, ist nicht wirklich am Wachsen. 86 Milliarden Dollar wurden hier 2021 umgesetzt, 2020 unwesentlich weniger mit 81 Milliarden und 2019 waren es 85 Milliarden. Das zeigt aber immerhin, dass der Markt natürlich auch sehr stabil ist, trotz der Corona-Pandemie. Insgesamt im übergeordneten Markt der Trucking-Industrie in den USA sieht es seit 2018 aber eher rückläufig aus. Von 2017 auf 2018 konnte der Markt von 700 Milliarden Dollar auf beinahe 800 Milliarden Dollar stark wachsen. Danach lief der Markt zurück bis 2020 auf 732 Milliarden Dollar. So sehen wir aber auch, dass der Untermarkt, also der Teilladungsverkehr hier in etwa 10% ausmacht. Der Operating Revenue, also die Betriebseinnahmen in diesem Markt, sind jedoch stetig gestiegen, von 270 Milliarden Dollar in 2014 auf über 384 Milliarden Dollar in 2020. Gerade 2020 stiegen die Einnahmen hier kräftig an. Mit ihrem Kerngeschäft verdienen diese Unternehmen also stetig mehr Geld. Das ist vor allem insgesamt auch auf den wachsenden Onlinehandel zurückzuführen, der das Transportaufkommen verstärkt. Die Kosten von solchem Frachttransport sahen 2015 als größten Punkt die Löhne für Fahrer vor. Knapp ein Drittel der Kosten waren hier darauf zurückzuführen. Weiterhin machten die Kraftstoffe ca. ein Viertel aus. Insofern ist klar zu erkennen, dass natürlich steigende Spritkosten hier mächtig ins Kontor schlagen auf der Kostenseite. Ansonsten sind natürlich auch Leasingraten oder Zahlungen für neue Lkw und Fahrzeuge zu leisten, sowie Kosten der Instandhaltung. 2020 sind die Löhne weiterhin der stärkste Kostentreiber. Die Kraftstoffe machen jedoch weniger als 20% aus. Klar, 2020 waren die Spritpreise bekanntlich sehr niedrig. Wir kennen es ja alle jetzt heute von der Tankstelle, wie es auch anders aussehen kann.
Interessant dabei ist der Punkt, wenn sich der Markt irgendwann mal in Richtung autonomes Fahren entwickelt, dann können hier richtig Kosten eingespart werden. Old Dominion zählt 2022 basierend auf seinem Wert an der Börse als zweitgrößtes Trucking-Unternehmen der Welt hinter DSV aus Dänemark. Vom Wert her liegen sie deutlich vor weiteren Konkurrenten. In ihrem Kernmarkt für Teilladungsverkehr liegen sie direkt hinter dem Spitzenreiter FedEx Freight, was die Umsätze in diesem Markt angeht. Deutlich dahinter allerdings mit etwas mehr als 5 Milliarden Dollar Umsatz eben in 2021, denn FedEx kommt hier auf 8,5 Milliarden Dollar Umsatz. Old Dominion liegt aber immerhin knapp vor der Yellow Corporation und XPO. Basierend auf dem Net Income, also dem Reinertrag, liegt ODFL nur auf Platz 3 in den USA, hinter UPS 2020 im Markt für Beförderungsunternehmen. Grundsätzlich sehen wir hier in dieser Grafik, dass die Ausgaben im Komplettladungsverkehr, also nicht im Kerngeschäft von Old Dominion, in den USA 2020 deutlich größer waren als im Teilladungsverkehr. Auch für Spezialtransporte, Paketversand und die Luftfracht wird mehr Geld ausgegeben. Der Teilladungsverkehr ist daher ein Nischenmarkt, das kann man definitiv so sagen, wobei hier bei einer Umfrage unter Trucking-Unternehmen mehr als 80% der Befragten in Nordamerika angaben, dass sie Komplettladungsverkehr anbieten. Immerhin mehr als 60% boten aber auch Teilladungsverkehr an. Die Konkurrenz in diesem Segment ist also nicht ohne. Obwohl ODFL ja teilweise auch im Komplettladungsverkehr aktiv ist, spielen sie hier weltweit keine führende Rolle und sind auch nicht unter den Top 5 in Nordamerika. Ihr Kerngebiet ist der Teilladungsverkehr, wo sie vorne mitmischen, sodass wir am Ende in der Marktposition auf gute 3,5 von 5 Sterne kommen. Sie spielen eben im Kernsegment vorne mit, sind im Markt aber trotzdem nicht alleine und auch nicht dominant. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt euch mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Im Umsatz konnte ODFL in 2021 stark wachsen. Für 2022 und 2023 wird ebenfalls ein starkes Wachstum vorausgesagt. Die Jahre 2018 bis 2020 waren eher stagnierend. Gleiches gilt auch für das EBIT, also dem operativen Gewinn, der bereits 2021 gestiegen ist. Zwischen 2020 und 2023 soll sich das EBIT von 1 Milliarde Dollar auf 2 Milliarden Dollar fast verdoppeln. Die Erwartungen der Analysten sind gemäß den Prognosen hier also schon sehr groß. Positiv dabei ist, dass die EBIT-Marge bereits 2021 gewachsen ist. Es bleibt anteilig also mehr Geld vom Umsatz im operativen Gewinn übrig als in den Jahren zuvor. Die Ertragskraft des Unternehmens ist also gewachsen. Damit ist die EBIT-Marge auch im Branchenvergleich hoch, gegenüber FedEx auf jeden Fall deutlich größer. Die EBIT-Marge ist dabei gestiegen, obwohl die operativen Ausgaben des Unternehmens in 2021 ebenfalls gestiegen sind. Im Verhältnis also muss der Umsatz hier deutlich stärker gewachsen sein. Die Fremdkapitalquote hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Bereits 2017 ist sie auf deutlich unter 30% gesunken, was auch positiv ist. Die Aktie schüttet mit weniger als 0,5% Dividendenrendite zwar eine Dividende aus, die aus meiner Sicht jedoch zu vernachlässigen ist. 2015 und 2016 wurde keine Dividende gezahlt. Anhand der Gesamtaktiva in der Bilanz von ODFL erkennt man auch, dass das Vermögen des Unternehmens stetig wächst. Dazu gehört zum Beispiel natürlich auch die Flotte an Lkw, die zum Unternehmen gehört, und natürlich auch weitere Vermögensgegenstände. Wenn wir tiefer in ihr Kernsegment, dem Teilladungsverkehr, eintauchen, dann sehen wir, dass der Umsatz pro Sendung, den ODFL erwirtschaftet, seit 2017 gewachsen ist. Vor allem 2021 konnten sie den Umsatz auf mehr als $375 pro Sendung steigern. 2017 lag man hier noch bei ca. $300, eine Steigerung also von mehr als 20%. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Sendungen insgesamt in 2021 stark gewachsen. 2020 war die Zahl leicht rückläufig. Mehr als 12 Millionen Sendungen bewerkstelligten sie in 2021. Für die Kennzahlen vergebe ich ganz gute 4 von 5 Sterne, da das Wachstum zwar grundsätzlich positiv ist, die Erwartungen und Prognosen weiteres Wachstum jedoch längst eingepreist haben. Sie wachsen in ihrem Kernsegment also ganz gut, dennoch sind die Vorhersagen der Analysten erstmal zu übertreffen. Und damit wären wir bei den Risiken von ODFL. Das erste Risiko liegt in der bereits erwähnten Abhängigkeit von Spritpreisen, die die Margen erheblich beeinflussen, sowie die Preisgestaltung natürlich auch mitbestimmen. Das Risiko, welches natürlich kalkulierbar und absehbar ist, und ich denke auch nicht neu, hängt auch mit dem wachsenden Umweltgedanken zusammen. Wasserstoffantriebe für Lkw oder elektrische Antriebe könnten in Zukunft wichtiger werden und mittelfristig starke Investitionen notwendig machen. Trotzdem bewerte ich dieses Risiko hier mit einer Schadenshöhe von 3, aber einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 80%, da beide Komponenten, also Spritpreise und Ökologie, nicht überraschenderweise in dieser Branche diskutiert werden müssen, aber natürlich kann das kostenintensiv werden.
Das zweite Risiko sehe ich aktuell in einer möglicherweise drohenden Rezession. Die Corona-Pandemie war für den E-Commerce-Markt, von dem natürlich ODFL massiv profitiert hat, grundsätzlich in der Hinsicht positiv, dass sie ihr Geschäft dabei stabil wachsend halten konnten. Die Frage ist, ob bei einer wirtschaftlichen Abkühlung und steigender Inflation Lieferungen und Sendungen eingeschränkt würden, beziehungsweise eben weniger Nachfrage entsteht. Da dies aber kein exklusives Risiko ihres Sektors ist, sehe ich die Schadenshöhe hier bei 4 und die Eintrittswahrscheinlichkeit zurzeit bei 60%. Das dritte Risiko sehe ich in der enorm großen Konkurrenz im Teilladungsverkehrsmarkt. Hier gibt es regional und national natürlich eine große Anzahl auch an kleineren Konkurrenten. In schweren wirtschaftlichen Zeiten wie einer Rezession kann es auch durch die sinkende Nachfrage zu einem Preisdruck kommen, da viele Anbieter eben über mehr Kapazitäten verfügen, als benötigt werden. In der Hinsicht ist aber ODFL mit einer guten Marge, wie sie aktuell haben, natürlich relativ flexibel aufgestellt. Sie könnten ihre Marge absenken und damit erstmal einen Preiskampf führen. Allerdings konkurrieren sie natürlich nicht nur mit anderen Unternehmen aus dem Teilladungsverkehrsmarkt im Lkw-Bereich, sondern natürlich auch mit einer größeren Anzahl an Konkurrenten, die eben ihre Fracht per Schiene oder Schiff befördern. Die Schadenshöhe schätze ich hier mit 6 mittelmäßig groß ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es hier zu einem Schaden derartiger Natur kommt, sehe ich bei 50%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 4 von 5 Sterne. Einerseits ist das Unternehmen nicht in einem Sektor unterwegs, der sich täglich neu erfindet und exponentiell wächst, sondern eher langsames Wachstum bietet. Auf der anderen Seite sind die Risiken für das Unternehmen kalkulierbar und beeinflussbar, was für diese Kategorie positiv ist. Entwicklungen wie der E-Commerce-Handel führen eben zu einer Zunahme der Anzahl der Lieferungen und gleichzeitig eben vor allem von Lieferungen von kleineren Sendungen. Das führt automatisch dann zu mehr LTL, also Teilladungslieferungen. Transportunternehmen wie ODFL stehen also vor der Aufgabe, damit bestmöglich umzugehen bzw. profitieren davon. Insofern ist gerade der E-Commerce-Sektor ein wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel in den USA soll bis 2025 weiterhin stark wachsen. Von knapp 800 Milliarden Dollar in 2021 sollen die Umsätze auf über 1300 Milliarden Dollar in 2025 ansteigen. Das bedeutet, hier liegt zumindest im Umsatz erstmal ein Wachstum von mehr als 70% in 4 Jahren in diesem Markt vor. Die Inflation natürlich nicht mit berücksichtigt. Dabei sieht man hier, dass während der Corona-Pandemie das erste Quartal 2021 den E-Commerce-Umsatz in den USA richtig angekurbelt hat. Die Pandemie wirkte hier also zunächst neutral und dann stark positiv. Dies hängt aber natürlich auch mit politischen Maßnahmen in den USA zusammen, die getroffen worden sind, um die Bevölkerung in dieser Zeit finanziell zu unterstützen, sodass dies sicherlich auch ein Faktor war, dass der Konsum weiter wachsen konnte. Und das hat natürlich dann auch für Logistikunternehmen positive Auswirkungen. Über Inflation und bereits angesprochene möglich auftretende Rezessionen könnte das Wachstum hier gebremst werden. Kleidung, Schuhe, Unterhaltungselektronik, Bücher, Filme, Musik und Spiele in physischer Form sowie Kosmetik sind dabei die beliebtesten Online-Einkäufe in den USA 2022 schon. Dies sind natürlich alles Waren, die sich optimal für den Teilladungsverkehr eignen. In der Prognose vergebe ich daher recht positive 3,5 von 5 Sterne, da ODFL hier ja fast marktführend oder zumindest auf dem zweiten Platz in einer Nische ist, die in Zukunft von einem wachsenden E-Commerce-Markt profitieren wird. Auf der anderen Seite, und das wirkt hier in der Prognose natürlich negativ, sind diese Erwartungen längst in die Aktie eingepreist und keine neuen Informationen für den Markt. In der Marktposition habe ich 3,5 von 5 Sterne vergeben für ihre gute Position im Teilladungsverkehrsmarkt. In den Kennzahlen gab es für stabiles Wachstum 4 von 5 Sterne. Die Risiken bewerte ich ebenfalls mit 4 von 5 Sternen, da ihre Risiken beeinflussbar sind, wenngleich man die Herausforderungen nicht unterschätzen sollte. In der Prognose gibt es erneut 3,5 von 5 Sternen aufgrund des wachsenden E-Commerce-Marktes. Insgesamt erhalten wir dann einen Durchschnitt von 3,75 Sternen, den ich auf 3,5 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung: Das Unternehmen wirkt in seinem Kerngeschäft in den USA natürlich sehr solide. Die Aktie liegt aktuell bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 und der Aktienkurs kühlt ein wenig ab. Die Grundaussichten stimmen mich in diesem recht stabilen Geschäftsmodell hier positiv, wenngleich hier nie ein exponentielles Wachstum oder das große Skalieren zu erwarten ist. An die Entwicklungen im Kerngeschäft stellen die Analysten große Erwartungen, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aktie, sollte sie die Erwartungen nicht übertreffen, eine ganze Zeit lang erstmal stagnieren könnte. Das gute Wachstum in den Kennzahlen ist längst eingepreist und die Erwartungen sind eben hoch. Gerade mit den aktuellen wirtschaftspolitischen Aussichten, die hier auch zu einer Abkühlung führen könnten, ergibt es aus meiner Sicht kaum einen Grund, warum ich diese Aktie einem ausgeglichenen ETF-Weltportfolio vorziehen sollte. Daher befindet sich die Aktie nicht in meinem Portfolio und wird auch nicht aufgenommen, obwohl ich sie als stabilen Wert bezeichnen würde mit einem klaren Geschäftsmodell. Also ich finde sie jetzt nicht unattraktiv oder so, aber
für mich gibt es hier keinen Vorteil gegenüber meinem ETF-Portfolio. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ODFL in einem sehr spannenden Markt unterwegs ist. In Zukunft gibt es hier natürlich immense Potenziale mit dem Thema autonomes Fahren, wenn dann eben ein großer Kostenfaktor wegfällt. Auf der anderen Seite ist das Thema Umwelt natürlich ebenfalls ein wichtiger Faktor. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Old Dominion im Prinzip seinen ganzen Fuhrpark aktualisieren muss, bis man erstmal an diesem Punkt ist, dass die ganze Flotte so modern ausgerüstet ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und sollten Sie sich da irgendwie als besonders schnell erweisen oder besonders fortschrittlich sein, dann wird die Aktie vielleicht auch nochmal unter dem Aspekt interessant, weil sie eben als Vorreiter vielleicht doch hier schneller vorankommen als die Konkurrenz. Die ODFL-Aktie ist übrigens im Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF mit etwa 2% Gewichtung enthalten. Diesen ETF habe ich bereits hier in diesem Video analysiert. Wer sich für potenzielle Newcomer und aufstrebende Unternehmen in der zweiten Reihe des Nasdaqs interessiert, sollte sich einmal das Video anschauen. Was haltet ihr denn persönlich von der ODFL-Aktie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.